Hallo, Morgenstund hat Gold im Mund. Grüß dich, komm doch bitte rein. Heute der große Gitarrenchor. Die Jungs sind schon voll am Schwitzen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob da was zu holen ist. Hoffentlich machen wir es auch auf. Ich habe eben geklopft, hat keiner aufgemacht. Zu laut. Hey, Florin. Hallo. Lässt du uns rein? Ja, okay. Grüß dich. Hallo. Und wie läuft's? Gut, ist alles gut bei uns. Gut. Komm rein hier. Komm. Hallo Jungs. Okay, wir lassen die jetzt mal spielen und dann, Hände dann drauf. schreiben Halt die am Hand Schluss auf die schneiden wir Seite. es noch. Ja? Ich glaube, das ist nicht gut, da jetzt reinzugehen. Höchste Konzentration. Wir gucken mal, was der Micha macht. Und ich glaube, der ist auch gerade monster konzentriert. Micha! Hey, grüß mal fürs Team. Was denn? Das ist, glaube ich, nicht gut, da jetzt reinzugehen. Das ist so laut, da geht die Kamera kaputt. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Tschüss. Prinzipiell geht es eigentlich darum, mehr oder weniger unsere Vision der perfekten Metal-Musik zu erschaffen, die einfach in der Lage ist, einen sehr breiten Stil abzudecken, von wunderschöner Rockmusik bis hin zu hartem technischen Death Metal und das Ganze auch noch irgendwie so zu verpacken oder so miteinander zu verschmelzen, dass es wie aus einem Guss wirkt. Das ist eigentlich so der songwriterische Anspruch von dem Ganzen. Da hinzu kommt dann noch, dass wir auch versucht haben, mehr das Augenmerk auf die Atmosphäre des ganzen Albums zu lenken. Weil das letztendlich die Sachen sind, die den Hörer wirklich auch berühren. Das sind die Sachen, die uns damals bei unseren Lieblingsplatten so berührt haben. Nämlich eine bestimmte Atmosphäre, die das Album letztendlich geschaffen hat. Gezielt direkt drin gelassen, Rückkopplungen, Effekte direkt eingespielt, wenig nachbearbeiten, so wenig wie möglich. Kein Schlagzeug-Resampling, alles einfach besser spielen und wenn was halt einfach nicht perfekt ist, dann ist es eigentlich genau dadurch, hat es überhaupt Charakter. Ziemlich gut gefahren. Gitarrenrecording. So, was ist denn los? Wo sind eigentlich die anderen? Warum sind nur wir hier? Die schlafen noch, weil die Okay. Ja Mann, Daniel, geiler Typ, du rockst das. Der Daniel rockt das. Also wie jedes Mal haben wir auch versucht, wieder so ein bisschen unsere eigene Suppe zu brauen. Wir haben versucht, eigentlich uns auch stilistisch völlig frei zu bewegen, alles reinzunehmen, worauf wir Bock haben. Im Vordergrund steht, dass man den Song tatsächlich fühlt, dass man dieses Spielgefühl hat und dass man das auch mitnimmt auf die Platte, dass man das nicht nur im Proberaum hat und dass man das nicht nur live hat, sondern dass man das vielleicht auch auf der Platte präsentieren kann.
Wir haben uns bewusst für einen derartigen Sound entschieden, weil wir diese Kluft zwischen einer Platte und dem, was Menschen auf einer Platte fühlen und dem, was einem live begegnet, so klein wie möglich halten wollten. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Im Sinne des Rock'n'Roll darauf geachtet, dass dieser Song auch fleischig ist und roh. Und dass diese Songs natürlich trotzdem funktionieren. Und dementsprechend wurde auch auf ein Riffing geachtet, was derartiges leisten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum wir das getan haben. Eigentlich haben wir das getan, um einen Gegenpol darzustellen zu den ganzen anderen sterilen und klinischen Produktionen, die man zum Beispiel aus den USA kennt, wo das Schlagzeug getriggert ist und alles ist gesampelt. Vor allem deshalb, weil man das ganz häufig erlebt, dass diese ganzen Bands, wenn man sie dann einmal live spielen hört, eben nicht das bringen, was man von der Platte kennt, weil eben die Platte super sauber eingespielt ist und alles ist zurechtgerückt. Es wirkt nicht echt und dann hört man das live und stellt fest, das klingt ja gar nicht wie auf der Platte und ist vielleicht ein bisschen enttäuscht. Und diese Lücke wollten wir erst überhaupt gar nicht entstehen lassen, sondern wir wollten von Anfang an einen möglichst echten Sound, der sich vielleicht auch eher an unserem tatsächlichen Live-Sound orientiert. Da muss nicht alles super clean sein und alles super sauber eingespielt sein, sondern da kann dann auch schon mal ein bisschen Schmutz mit drin sein. Und das ist in Ordnung, das hat dann auch seine Berechtigung. Pass auf, erzähl dir was. Erzähl mal. Wir nehmen jetzt Oldschool-Gitarren auf, wobei sich der Gitarrist neben der Box befindet, ja, im Aufnahmeraum, damit man auch ein bisschen Rückkopplung kriegt und diesen fiesen, direkten Sound einfach, das Gefühl, ja. Es muss einfach richtig dreckig sein und er muss es einfach nur geil spielen, Mann. Ich habe gerade erklärt, dass Michael jetzt hier direkt neben der Box einspielen muss. Ja. Das wird voll anstrengend für ihn. Aber es ist egal, weil... Nichts, was Micha nicht schaffen würde. Ja. Lass mich einfach mal reden. Bitteschön. Ich bin auch dafür, dass wir heute einfach die Gitarren fertig machen. Und zwar haben wir diesmal nicht irgendwie nur im, wie nennt man das, Regieraum aufgenommen, sondern so wirklich mit der Gitarre in den Raum reingegangen, wo die Box steht. Ist natürlich ein vollkommen anderes Gefühl. Man steht halt in Interaktion mit der Box und ist nicht da irgendwie bloß sitzt vorm Computer. Wir haben uns diesmal auch wieder für den Mesa Rectifier entschieden. Und der ist super im Studio. Der ist einfach genau das, was wir brauchen. Und diesmal ist der Sound sicherlich auch noch roher und auch noch brachialer und wahrscheinlich auch mehr Metal, als das noch bei Replace Your Face war. Dass wir irgendwie einen Rock-Amp nehmen, den wir halt einfach ordentlich aufdrehen und den wir hart spielen und dann Metal klingen. Ich finde, dass es der Produktion genau das gibt, was das Album auch braucht. Gitarrenaufnahme Tag 2. Junge. Der Sound an sich, ja, wie gewohnt, kraftvoll, analoge Effekte benutzt, vor den Amp geschnallt, hart gesteckt, sauber aufgenommen. Fickt euch, ihr nervt mich richtig dahin, vor allem du. Vor allem ist, glaube ich, zu sagen, neben dem, was bereits erwähnt wurde, dass der Gitarrensound menschlicher klingt, weil man ihn eben direkt vor der Box aufgenommen hat und sozusagen direkt mit dem Sound interagiert, wenn man so möchte. An der Spielweise und an den Riffs, die einfach bei dem Album entstanden sind, ganz andere Möglichkeiten sozusagen rausholen konnte. Es reichte sozusagen von den
von den rockigen Sachen, von den rockigen Riffs, den fiesen Death Metal Riffs, die mit einem schönen Blastbeat unterlegt werden, dass man diesen rohen Sound hat, dass man die Rückkopplung hat, dass es nicht alles steril und rein klingt, sondern dass da schon auch mal eine andere Seite mitklingen kann, die da vielleicht gar nicht zugehört und dass das nicht am Ende rausgeschnitten wird, sondern dass das so bleibt, wie das ist und es trotzdem noch eine schöne runde Platte am Ende wird. Schon. Los, filmen wir nicht immer beim Essen. Die Leute denken, ich esse die ganze Zeit. Aber warte, wir stellen das nochmal. Film mich nicht immer beim Essen, die Leute denken, ich esse immer nur die ganze Zeit. Das war jetzt überhaupt nicht gespielt, Alter. Das war überhaupt nicht gespielt. Ich mach erstmal Kaffee und Hallo. zum Frühstück. Hallo. Immer schön so das Mikro in die Schnauze drücken. Was los? Marki Mark. Aber wir machen jetzt Gitarren weiter. Los, wir machen jetzt Gitarren weiter, Jungs. Echt? Ja. Machen wir weiter. Gitarren weiter. Wie läuft es denn bisher? Wie weit sind denn die Gitarren? Es läuft sehr gut, Florin. Wir haben alle 5 Songs jetzt das Grundgerüst aufgenommen und kümmern uns jetzt um die Feinheiten. Ja? Ja, super gut. Wie ist denn eigentlich der Plan? Sind wir denn, bei Google steht ja auch noch ein Montag drin, sind wir denn Montag auch noch hier? Wir können theoretisch, Wir können. wenn wir müssen. Das ist eher so gedacht. Cool. Aber wir sind so unglaublich schnell schon wieder. Es gibt auf jeden Fall diesmal einen Unterschied zur letzten Platte, denn wir haben auf jeden Fall auch probiert, näher an der eigentlichen Band Plazenta, also an der Liveband Plazenta zu bleiben. Iron. Darauf zu achten, dass es halt noch menschlicher ist. Und Kaffee. Deswegen haben wir die Platte auch so roh wie möglich gelassen und so wenig wie möglich Feinheiten dran rumgebastelt oder. Kekse. Aber nur. Immer einteilen alles. Natürlich, wenn man über die Jahre auch einige Platten aufnimmt und viel zusammen spielt, wächst ja auch irgendwann der Anspruch daran, was man macht. Und ich glaube, es ist bei Weitem heutzutage wesentlich schwieriger, eine Platte so ehrlich und direkt aufzunehmen, als sie einfach perfekt zu machen. Es ist sehr nah an dem, was wir live auch veranstalten. Ich bin geil, wa? Ich bin Kameramann. Den Gitarrensound und die Spielweise kann man vielleicht sogar ein bisschen als Huldigung an unsere musikalischen Vorbilder betrachten. Genau, der Ton ist auf jeden Fall massiv. Der hohe. Und was es in der Plazenta-Bandgeschichte noch nie zuvor gab, ist, dass es ein so schönes 80er Jahre Klischee Rock, Metal, irgendwas Solo gab. Und das haben wir diesmal wenigstens ordentlich verwurstet. Darauf sind wir besonders stolz. Vor allem du bist darauf stolz, verstehst du? Vor allem ich bin darauf besonders stolz. Ich bin kein Solo-Gitarrist. Ich bin technischer. Das sag ich nicht. Ich bin technischer Death Metal-Gitarrist. Ja. Das Album heißt Missgunst und Neid. Das sind zwei sehr negativ belastete Worte. Und wenn man ganz tief in sich reinhorcht, dann wird einem wahrscheinlich auffallen, dass sich kein Mensch von diesen beiden Wörtern frei machen kann. Denn jeder von uns hat Missgunst oder Neid schon empfunden. Missgunst und Neid begegnet einem in der Musikbranche sehr oft. Man
man erfährt es am eigenen Leib, aber man muss auch ehrlich genug sein, um das natürlich auch zuzugeben, dass man das auch oft genug gegenüber anderen Musikern vielleicht empfindet. Es ist mein Blut, der Uhren berauscht. Ich kann es sehen, der Uhren sind taub. Das ist das, was vielleicht auch im Proberaum oft passiert. Das ist genau das, was man hier sieht. Das ist zum Teil eng, staubig, dreckig. Das hat nichts mit irgendwie großer Bühne zu tun. Und man sitzt halt im stillen kleinen Kämmerlein, hat vielleicht nur einen Tisch vor sich und denkt nach über das, was passiert und die Musik und das, was man sich vielleicht gerne wünscht. Und das soll diese Platte und auch das Cover zum Beispiel natürlich widerspiegeln. Missgunst und Neid ganz allein im stillen Kämmerlein, das ist das, was man in seinem Kopf empfindet. Was? Und was am Ende bleibt. Das kann ich aber besser. Das kann ich aber besser. Das kann ich besser. Das kann ich besser. Der Einstieg ist scheiße. Ja? Und was am Ende bleibt. Nicht vorher. Was den Gesang angeht, hatten wir auch, was sich so ein bisschen im Nachhinein eigentlich erst entwickelt hat, wir hatten viele Songs, die viel mehr als früher vor sich hinfließen, einen Gesamtfluss haben. Und haben da teilweise fast sowas wie ein bisschen so ein Rap-Feel irgendwie generiert, wo einfach nur alles vor sich hinfließt, wo auch der Text vor sich hinfließt, wo auch Sven letztendlich fast ein bisschen Rap-Texte geschrien hat oder so eine Mischung, so ein kleines bisschen. Dadurch hat man aber natürlich auch eine ganz andere Gesangsästhetik. Darf ich kurz anmerken, dass es jetzt dunkler ist, weil Axel G. von Berlin Music TV von Axel Basecap Hardbox leider das Licht zerstört hat. Und er behauptet, wenn eine Lampe ausgeht, dann sieht es immer noch so aus wie vorher. Die hat keinen Effekt. Okay, so viel dazu. Ich führe dieses Interview in meiner Muttersprache, nämlich Deutsch. Und wir hatten totale Lust darauf, weil es sich einfach anbietet, weil wir diese Sprache ja beherrschen, ein Album mit deutschen Texten zu machen. Und der Ansporn darin ist nicht nur, dass man selbst auch die Abwechslung hat, sondern dass man sich auch erhofft, vielleicht noch mehr Leute abzuholen. Weil, was einem oft passiert ist, dass gerade im Metal-Genre die Musik immer nur auf das Musikalische reduziert wird, im Sinne der Instrumente, in einem Genre, wo auch noch dazu auch noch geschrien wird, wo man wenig versteht. Wenn man die Leute dann noch nach Texten fragt, dann fällt das meistens sehr bitter aus. Und um dem ein ganz klein wenig entgegenzuwirken, sollten es auf jeden Fall schon mal deutsche Texte sein. Heute mach ich anders. Ich leg den Block raus, weg und lege mal Gas. Und hinzu kommt auch, dass mit deutschen Texten natürlich auch wiederum eine ganz andere Art des Schreins und Singens verbunden ist. Und da sind wir natürlich auch wieder bei dem großen Konzept des Sounds von Missgunst und Neid. Auch beim Schreien und Singen sollte möglichst zum einen die Kluft zwischen Schreien und Singen an sich möglichst gering gehalten werden und dann natürlich auch letztendlich das, was man live hört, sollte eigentlich schon ähnlich klingen wie das, was man auf der Platte erfährt. Trinke ich nicht. Wie trinke ich nicht? Mag ich nicht. Warum nicht? Ist Arabik. Tut mir nicht gut. Dann nicht, dann schmeißt du. Letztendlich hat man auf Deutsch natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich auszudrücken, weil es ist unsere Muttersprache. Wortwitze werden auch an Stellen verstanden, die in Englisch vielleicht überhaupt nicht ankommen, die man sich selbst vielleicht ausgemalt hat, wie schön sie und lustig sie sind, aber letztendlich auf Deutsch, da treffen die vielleicht ein paar mehr Menschen. Und
glaube, man fühlt sich auch viel mehr zu Hause, weil man Deutsch denkt und weil dann nicht irgendeine schützende englische Wand ist. Ich glaube, dass es sehr schnell so ist, dass man auf Englisch Sachen dahin sagt, weil man sich so in so einem geschützten Raum befindet. Man ist irgendwie weit weg von dieser Sprache und man kann sich vielleicht auch hier und da so ein bisschen durch die Floskeln durchschummeln, die man dann schnell dahin schreibt. Und das ist im Deutschen ganz anders. Im Deutschen, in der Muttersprache, muss man schon eher auch dazu stehen, was man da hinschreibt oder auch singt. Die Texte sollen in erster Linie Unterhaltung sein, sollen Spaß machen, sie sollen lustig sein, sollen vielleicht auch ein bisschen traurig sein. Das ist der Schmerz nach mir. Also die zweite Hälfte ist immer geil, bei der ersten habe ich immer so einen kleinen... Daniel, guten Morgen. Was willst du? Ich bin am Essen. Geh weg. Du bist immer am Essen. Lass mich zur Wurst. Wie lange soll das reichen hier für die erste Stunde? Kommt Jungs, wir gehen jetzt mal rein und gucken mal. Yeah. Yeah. Single Coil. Hey, Platz mal aufräumen. Ja, das Schlagzeug ist im Kasten. Und jetzt geht es weiter mit den Gitarren. Ja, das Schlagzeug ist im Kasten. Noch ist es nicht im Kasten. Mit den Gitarren. Richtig, gleich ist es im Kasten. Ja, das Album ist fertig. Geht nicht, alles ist kaputt. Überlegen, was soll ich eigentlich sagen? Tobias Stein strengt sich heute nicht an. Nee. Ich habe ja schließlich geübt. Das ist natürlich auch alles Weißt du, ich wusste, was mich erwartet. Lass mal locker! Ja, schau mal rein. Locker! Andere Seite der Hose. So. Der einzige Track auf dem Album, den wir nicht im Studio produziert haben, sondern wirklich hier im Proberaum, La Chartrois, ja, fällt irgendwie ein bisschen raus aus dem Ganzen, scheint es zumindest. Aber es ist... Ich finde es gut, das passt jetzt auch zu der Jahreszeit, so, zu den Temperaturen da draußen. Vor allem hast du auch schon schön. Und dass da auch integrierte Schuhe drin sind, finde ich ja besonders geil. Ja. Hey, das ist geil. Damit auch richtig sauber einspielen mit dem. Ja, aber so. Weil eigentlich ändert sich vom Spielstil auch nichts. Ich bin Fan. Auch für dich wäre, wenn du öfter mal Hallo? Aber du hast keine Hasenallergie. Nee. Hä? Genau. Mach mal einen Sweep. Einen Sweep sollst du machen. Mehr geht nicht. 140. Damit wurden schon Häuser gebaut. Ja. Zelte errichtet. Aber ja, ganz wichtig, seine Trittbank ist dabei. Auch wenn er im Stehen spielt, hat immer sein Bänkchen. Ich wollte eigentlich im Sitzen Könnt ihr auch live mal drauf achten, wenn Micha spielt, immer die Trittbank. Womit fängst du an? Hört doch mal auf. Hallo. Nee, das muss Wenn das Panorama richtig stimmen soll und ich den Klick auch mitkriege, dann muss er direkt ins Gehirn gehen. Oh, hier, Behind the Ink mit Tobi Stein. Hör mir auf den Affe, Alter. Oh yeah, this is my first one I got in LA. Yeah, this one it was pretty expensive. I once was on the beach and I liked the sun, But it's, and I thought really worth it. I had to get a sun. Oh, this one was really painful, but it was definitely worth it. Ja. Du bist schon schade. So. Paolo, warte noch. Zeit mal runter. Schön, dass ich nicht immer im Ball habe. Jetzt Beispiel unser Ruhe hat das Ding gemacht. Ist der Bias? Was ist denn das für eine rassistische Kackscheiße? Einschleimen. Kauft. Wir können mal kurz den Fokus hart pullen.
Sicherlich, sicherlich. Und so sieht sie aus. Aufklappen kann ich sie jetzt nicht, denn sie ist noch verschweißt. Wenn ihr cool sein wollt, dann kauft diese CD. Danke, Michael. Wir sind fertig. Warum ist das Album aus Holz? Die Songs aus Holz sind. Wir hatten kein Geld für hochästhetisches Plastik.